Aktuell verbringen viele von euch, wie auch ich, ihre Freizeit im grandios gut gewordenen Hyrule von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Auch wenn es absolut beeindruckend ist, was Nintendo da aus der Switch-Hardware noch einmal rausgeholt hat, markiert ein Zelda-Spiel doch immer den Anfang oder das Ende eines Konsolenzyklus bei Nintendo. Die Nachfolgekonsole kommt. Was sie wohl können wird und wann ihr damit rechnen dürft, recherchieren wir daher in diesem Video. Bereits Anfang des Jahres sind wir hier in einem Video auf die Frage eingegangen, ob sich der Kauf einer Nintendo Switch in 2023 noch lohnen könnte. Denn schon damals bzw. 2022 waren erste Fakten zur Nachfolgekonsole durchgesickert. So leakte Nvidia mal wieder selbst, welche Rechenpower der neuen Nintendo-Konsole innewohnen wird und dass es sich wie bei der Switch wieder um eine Hybrid-Konsole handeln muss, die ihr sowohl mobil als auch am TV bespielen könnt. So wird der Nvidia Tegra T239 als Custom SoC verwendet werden, der ursprünglich für das autonome Fahren in Autos entwickelt wurde. Zu den Eckdaten: die eigentlich auf 12 Kerne ausgelegte CPU soll auf 8 beschnitten sein und mit jeweils 2 GHz laufen, um Abwärme einzusparen und den Akku zu entlasten. Die GPU auf Ampere-Basis verfügt über 1024 CUDA-Cores und so soll in Kombination eine Rechenleistung von 4 Teraflops rechnerisch problemlos erreicht werden. Wenn Nintendo das Akku- und Kühlproblem besser in den Griff bekommt als in der Switch, wäre theoretisch der ebenfalls fertige Tegra T234 auch eine Option, mit dessen 12 Rechenkernen die neue Konsole dann sogar auf die doppelte Leistung, also 8 Teraflops, kommen würde. Dazu gibt es aber keine seriöse Quelle, weswegen das wohl eher unter Fanboy-Wunschdenken abgestempelt werden sollte. Aber auch die 4 Teraflops sind für eine mobil nutzbare Hybridkonsole brachial stark und wären im Vergleich zur Nintendo Switch mit ca. einem Teraflop eine Vervierfachung der möglichen Leistung. Damit ihr mit den Zahlen was anfangen könnt, eine PlayStation 4 kam auf 1,8 Teraflops, in ihrer Pro-Version auf 4,2. Die Xbox Series S schafft ebenfalls 4 Teraflops, wohingegen die PS5 satte 9 bis 10 und die Xbox Series X sogar auf ganze 12 kommt. Viel interessanter ist aber eigentlich der Vergleich mit dem ebenfalls mobil nutzbaren Steam Deck von Valve, welches im Endeffekt auf maximal 1,6 Teraflops kommt und damit so oder so deutlich geschlagen werden sollte. Hinzu kommt, dass die neue Konsole durch die viel modernere Ampere-Architektur der GPU auf DLSS setzen kann, welches zumindest im Dock-Modus eine 4K-Auflösung problemlos mit genügend FPS-Reserven handhaben können müsste. Vereinfacht gesagt wird mit DLSS die Grafik in einer geringeren Auflösung berechnet und dann via KI auf zum Beispiel 4K skaliert, was mittlerweile zu beeindruckenden Ergebnissen führt und deutlich Rechenleistung einspart. Ports von aktuellen PS5 und Xbox Series X Spielen werden also hardwaretechnisch problemlos ohne große Abstriche möglich. Um Kosten zu sparen, wird die neue Nintendo-Konsole, falls sie nicht in mehreren Versionen erscheint, kein OLED-Display wie die OLED-Switch verbaut haben. Dies geht auf Displayhersteller Sharp zurück, der im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse die Massenproduktion von LCDs in diesem Jahr für eine neue Konsole ankündigte. Da es sonst nicht viele Hybrid-Konsolen auf dem Markt gibt und Sharp schon seit Jahren mit Nintendo zusammenarbeitet, kann es sich hierbei theoretisch um die neue Nintendo-Konsole handeln. Dazu passt dann auch sehr gut, dass Sharp diese Meldung umgehend wieder löschte, als man sie auf Nintendo angesprochen hatte. Als relativ sicher kann angesehen werden, dass ihr eure gekauften Spiele von eurer Switch auf der Nachfolgekonsole weiterspielen könnt und sogar der eShop 1:1 übernommen werden könnte. Dass das OS der Switch dafür ausgelegt ist, ist schon seit Jahren bekannt. So sollen außerdem bereits diverse Publisher wie auch Nintendo selbst an sogenannten HD-Patches arbeiten, die die Grafik der bestehenden Spiele sowie die Performance verbessern könnten. Das Ganze wurde mittlerweile mehr oder weniger durch eine Stellenbeschreibung bestätigt, in der von Cross-Plattform-Entwicklung für Next-Generation-Konsolen von Nintendo die Rede ist. Damit ist dann auch klar, dass Dev-Kits schon länger im Umlauf sein müssen und natürlich bereits Spiele in Entwicklung sind. Ich bleibe bei meiner Aussage aus dem Frühjahr, dass wir zum Ende dieses Jahres
analog wie damals bei der Switch, mit einem ersten Teaser heiß gemacht werden. Die eigentliche Ankündigung wird dann ebenfalls analog im Januar 2024 auf einem Presseevent in Japan stattfinden. Die Nintendo Switch erschien daraufhin 2 Monate später im März. Nintendo hat bereits selbst bestätigt, dass im Fiskaljahr 2023 keine neue Konsole mehr erscheinen wird, welches dann im März 2024 endet. Ein Release im März oder April 2024 ist damit natürlich nicht in Stein gemeißelt, würde aber total zu Nintendo passen und halte ich daher für sehr plausibel. Wenn ihr Bock habt, lasst doch gerne ein Abo da, denn sobald es neue Infos gibt, werde ich hier für euch wieder berichten. Und damit ab zurück nach Hyrule, Prinzessin Zelda ist nämlich noch nicht gerettet.